Hi, ich habe mal wieder was gebaut, aber dazu muss ich euch erstmal ein kleines bisschen Vorgeschichte erzählen. Ich habe schon in den 90er Jahren gerne Karaoke auf Partys veranstaltet. Das heißt, damals, man musste sich diese Karaoke-CDs, CD plus Gs kaufen. Die waren schwer zu finden, hatten dann immer so 20 mehr oder weniger gut ausgewählte Songs drauf. Aber die waren teuer und man hat sie auch nur schwer bekommen, weil so richtig Onlinehandel gab es da ja auch noch nicht. Das heißt, man konnte dann ansonsten auch noch die Songs, die man nicht gefunden hat, es gab ja auch noch kein E-Mule und so, die konnte man damals im Internet Relay Chat auf einem spezifischen Kanal tauschen. Da gab es so einen MP3 plus G Kanal und da konnte man dann eben die Songs finden, die man noch brauchte, und die hat man dann eben auf CDs gebrannt. Die hat man dann so in CD-Hüllen sortiert. Dann hat man so eine Liste ausgedruckt, alphabetisch sortiert, damit die Leute die Songs auch finden können. Da stand dann immer Disc 48, Titel 17. Wenn dann jemand den Song singen wollte, dann musste man eben CD 48 einlegen ins Sega Saturn und dann 16 Mal auf Next drücken auf dem Controller, um dann eben zu dem Song zu kommen. Und ja, es war alles furchtbar aufwendig. Später gab es dann in Virtual DJ eine Karaoke-Funktion. Das heißt, ich habe dann einen spezifischen Karaoke-Laptop aufgesetzt mit Virtual DJ und meinen gesammelten Songs. Und die konnte man da dann auch schon in so eine Liste einsortieren, in so eine Queue. Und dann wurde die eins nach dem anderen abgespielt. Er hat auch immer angezeigt, wer jetzt dran ist. Man hat auch die Namen sozusagen eingegeben von den Singenden, die den Song singen wollten. Das wird dann auf dem Bildschirm groß angezeigt. Allerdings ja, war auch das dann wieder sozusagen ein Vollzeitjob, die ganzen Wünsche in die Karaoke oder in die DJ-Software einzupflegen. Das ging also auch noch nicht irgendwie so, dass die Leute sich selber Songs aussuchen konnten und die dann einfach singen konnten. Ich habe mir natürlich dann auch im Laufe der Zeit diese ganzen Karaoke-Systeme für Spielekonsolen angeschaut. Für die Wii U gab es zum Beispiel ein Karaoke-Dingens, aber das war teuer. Ich muss mal kurz das Mikro wieder einhängen. Und kann ja auch mal das andere nehmen. Auf jeden Fall war ich dann dieses Jahr auf dem Kiezburn, dem Burning Man Ableger hier in der Region Berlin, und hatte da mein Bartop Arcade dabei. Und da ging es ja dank Emulation Station so, dass die Leute, kann man ja auf den Kiosk-Mode einstellen, und dann konnten die Leute sich einfach an das Gerät dran setzen, konnten sich anschauen, was es alles für Spiele gibt, konnten sich auch Metadaten dazu anschauen und konnten dann einfach das, was sie spielen wollten, spielen. Und ich dachte, sowas muss doch auch mit Karaoke gehen. Und genau, deswegen habe ich dieses Gerät hier gebaut, mein Karaoke-Kiosk, und das werde ich jetzt auch bald auf dem Sauna Splash zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zum Einsatz bringen. Und heute wollte ich euch mal zeigen, was ist eigentlich hier die Hardware und die Software, die hier drin ist, und wie stelle ich mir das vor, das einzusetzen auf einem Festival. Und natürlich für euch am interessantesten, wie könnt ihr selber so ein Gerät bauen, denn natürlich ist die Software Open Source und die Hardware zeige ich euch ja jetzt, was man dafür braucht. So, beginnen wir mit dieser Seite. Das ist die Seite, die ihr vorhin nicht gesehen habt. Natürlich gibt es hier in erster Linie mal einen großen 24 Zoll Bildschirm, auf dem für die Singenden der Text angezeigt wird und eben auch Informationen wie, dass man jetzt die Mikrofone abheben soll, um loszulegen. Und die Mikrofone befinden sich hier in solchen Haltern. Und in den Haltern befinden sich solche Arcade-Buttons, die automatisch betätigt werden, wenn die Mikrofone eingelegt sind. Und
eben nicht, wenn die Mikrofone nicht eingelegt sind. Das ist auch das einzige, die einzigen Tasten, die es gibt an dem Gerät. Alles andere soll eben automatisch funktionieren oder über eine Web-Oberfläche, zu der ich später mehr sage. Also Mikrofone, Bildschirm und dann haben wir hier oben noch zwei Scheinwerfer. Das sind jeweils 30 adressierbare RGB-LEDs. Wofür die da sind, erzähle ich dann später auch. Und hier zwischen ist noch eine Weitwinkelkamera. Die kann dazu genutzt werden, die Performance aufzuzeichnen. Und wenn wir das Gerät mal umdrehen, sehen wir, dass es hier einen Entlüftungsschacht gibt sozusagen. Das heißt, die warme Luft, die im Inneren des Geräts entsteht, die kann durch diesen Schacht und den gleichen auf der anderen Seite sozusagen dann das Gerät wieder verlassen. Und hier sehen wir jetzt die Innereien der den Singenden zugewandten Seite. Insgesamt ist das Gerät aus mitteldichten Faserplatten, 16 mm stark, zusammengesetzt. Also hier aus dem Deckel und den 3 Seiten. Nach unten ist es offen. Da werden die Kabel rausgeführt und das ist auch da, wo die Beine rauswachsen, auf denen das Gerät steht. Und es ist auch sozusagen die Balance für die Lautsprecher. Die müssen ja auch atmen können. Deswegen ist das Gehäuse nach unten offen. Aber hier im unteren Teil, wo man ja prinzipiell reingreifen kann, ist auch nichts, was irgendwie jetzt besonders gefährdet wäre. Wir haben hier die beiden Buttons aus den Mikrofonhaltern. Die Mikrofone selber sind ganz normale SingStar-Mikros. Die sind hier mit ihrem Original-USB-Adapter verbunden und werden dann hier rechts und links herausgeführt, sodass es eben hier schön überschaubare Kabel gibt. Das Stromkabel kommt sozusagen hier in der Mitte raus, kann aber auch an einen der beiden Füße angebracht werden. Dann sehen wir hier eine Mehrfachsteckdose. Das ist sozusagen die, in die direkt der Strom von außen reinkommt. Und da hängt hier ein 5 Volt Netzteil dran, 10 Ampere. Das versorgt die Geräte da oben. Und was auch da dran hängt, ist hier ein Steckernetzteil für den Bildschirm. Das ist ein ausgesonderter Computermonitor. Der hat also nichts gekostet. Und wenn wir jetzt noch weiter hochgehen, sehen wir hier das Herz der Operation. Das ist ein Raspberry Pi 4. An einen der HDMI-Ausgänge ist dieser Monitor angeschlossen. An dem anderen hängt hier ein HDMI-Kabel, was ihn dann gleich mit der anderen Hälfte verbindet. Und die Kamera hängt über den CSI-Konnektor am Raspberry Pi. Und hier steckt die Micro-SD-Karte drin, die das Betriebssystem Raspbian enthält, die Software und auch sämtliche Karaoke-Songs. Der Raspberry Pi wird über das 5 Volt Netzteil versorgt. Der wiederum versorgt hier ein ESP32, auf dem WLAN installiert ist. Und über das gleiche Kabel kann der Raspberry Pi auch die Lichter steuern, über das serielle WLAN-Protokoll. Und dann die beiden Lichterstreifen hier, die werden direkt aus dem Netzteil versorgt, weil das den Raspberry Pi stromversorgungsmäßig überfordern würde, wenn er sozusagen den Strom für die beiden LEDs noch liefern müsste. Das war jetzt im Prinzip alles, was auf dieser Seite ist.
Hier unten, wie gesagt, haben wir die Beine. Die stecken in zwei 3D gedruckten Haltern jeweils, damit die nicht irgendwie abknicken können. Und die sind nochmal verstärkt mit solchen Metallwinkeln, damit sie nicht brechen aufgrund des Gewichtes der Installation. Und hier ist dann nochmal ein kleines Briefkastenschloss, mit dem man die beiden Hälften, wenn sie denn zusammengesteckt sind, sichern kann. Und auf diesen 6 Posten, 3 auf jeder Seite, sitzen dann sozusagen die Halter von der anderen Seite, die wir uns jetzt anschauen. So, und hier ist jetzt die den Singenden abgewandte bzw. den Zuschauern zugewandte Seite, neben dem ebenfalls 24 Zoll Bildschirm, die ich übrigens hier in eine mit dem 3D-Drucker gedruckte Einfassung eingebaut habe. Die decken den Rand von dem Bildschirm, der ja natürlich ein Gehäuse hat, ab. Und damit dem Bildschirm nichts passieren kann, ist sozusagen innerhalb dieser Einfassung erstmal eine Plexiglasscheibe und dann auf so einer Isolationsschicht aus Schaumgummi der eigentliche Monitor. Und was wir hier auch haben, sind die Lautsprecher. Die sind alle natürlich auf der den Zuschauern zugewandten Seite. Und das vor allem natürlich, weil sie keine Rückkopplung ergeben sollen und deswegen natürlich von den Mikrofonen wegstrahlen sollen. Und wie das ausschaut, schauen wir uns jetzt auch nochmal an. So, das sind diese Halter, von denen ich sprach. Der hier ist auch gleichzeitig das, woran sich sozusagen dann das Briefkastenschloss festhält, wenn es zugeschlossen ist. Den ganzen Rand habe ich hier auch nochmal mit so einer Schaumfolie beklebt, damit die beiden gut aufeinander sitzen und auch nichts scheppert. Hier ist der Monitor. Der hat allerdings hier jetzt im Gegensatz zu dem anderen einen HDMI-Eingang und das ist auch wichtig, weil über das HDMI-Kabel, was ich euch vorhin gezeigt habe, kommt nämlich nicht nur das Bild für den Monitor, sondern auch der Ton, der dann hier aus der Klinkenbuchse rausgeht und hier unten in einen 200 Watt Verstärker. Der Verstärker trennt das Signal eben in 3 Kanäle, ein Basskanal und 2 Stereo Mittel- und Hochfrequenzkanäle. Und der Verstärker bekommt seinen Strom hier aus diesem Boost-Konverter, denn der Verstärker hat die beste Leistung bei 26 Volt. Ich hatte eigentlich kein 26 Volt Netzteil, deswegen habe ich hier so ein altes Laptop-Netzteil genommen. Da kommen nur 16 Volt raus und der Boost-Konverter macht da 26 draus. Das ist also das eine Netzteil, was hier an diesem Stecker hängt, der dann eben auch in das Gegenstück, die andere Seite, in die Mehrfachsteckdose eingesteckt wird. Und das zweite, was da dran hängt, ist hier wieder das Netzteil für den Monitor. Ja, und die Lautsprecher, das hier sind eigentlich solche Dipol-Lautsprecher, eigentlich für Autos. Die haben maximal 200 Watt Leistung, allerdings fahre ich da ja nur 50 Watt drauf. Das heißt, die sind dicke ausreichend. Und ähnlich ist es hier mit dem Subwoofer. Der kriegt 100 Watt, ist aber eigentlich auch auf 300 Watt spezifiziert. Und der ist auch hier das dickste Element überhaupt und letztlich dann eben dafür verantwortlich, dass das Gehäuse die Tiefe hat, die es hat, nämlich innen drin 15 cm mit den beiden MDF-Platten A16 mm kommen wir also insgesamt auf etwas über 18 cm Tiefe des gesamten Gerätes.
Und natürlich ist die Breite den Monitoren angepasst und die Höhe eben auch der Höhe vom Monitor plus Höhe vom Subwoofer entsprechend. Das heißt, das Gehäuse ist so klein, wie es nur irgendwie sein kann, sodass alles reinfasst. Und das ist natürlich auch ein bisschen Puzzeln, dass genau hier, wo der dicke Magnet von dem Subwoofer ist, einfach auf der anderen Seite, das haben wir ja gesehen, einfach leer ist, sodass dann alles gut ineinander passt. Und jetzt stecken wir die beiden Elemente auch wieder zusammen und schauen uns mal die Software an. So, ich bin jetzt hier verbunden mit dem Pi und das ist im Prinzip eine relativ normale Raspbian-Installation, aktuellste Version. Ich habe ein paar Sachen nachinstallieren müssen, aber was natürlich der Hauptpunkt ist, ist, dass ich hier in HomePi ein Verzeichnis angelegt habe, Karaoke, und hier sind erstmal meine ganzen Karaoke-Files drin, also ein paar selbstgerippte Karaoke-DVDs, ein paar Sachen, die ich aus dem Internet runtergeladen habe, also MP4s, können aber auch MKVs dabei sein, hier alles kein Problem, Hauptsache es ist ein abspielbares Video. Und dann habe ich hier noch meine MP3 plus G Sammlung drin und man sieht hier immer, also scheinbar nicht immer, ja, wobei das ist jetzt nur eine unvollständige Auflistung, weil dieses Verzeichnis ist riesig, das wollte der CyberDuck nicht alles auf einmal runterladen. Aber an manchen Stellen sieht man eben, dass es hier immer eine MP3 und eine CDG-Datei gibt. Und die gehören zusammen. Die MP3-Datei ist das Audio, CDG ist der Subchannel, in dem die Grafikdaten drin sind. So, wenn wir jetzt mal hier ins Hauptverzeichnis gehen, hier habe ich ein Verzeichnis angelegt, Karaoke Temp. Das ist ein TempFS, also eine RAM-Disk. Und darüber, das ist natürlich leer, wenn man neu gebootet hat, weil es ist ja nur eine RAM-Disk. Darüber kommunizieren jetzt die beiden eigentlichen Teile der Karaoke-Software. Das eine ist hier diese PHP-Datei. Die ermöglicht es den Leuten, sich einfach mit dem Handy oder auch mit dem Tablet, was ich gleich noch zeige, mit dem Pi zu verbinden. Der macht also einen Hotspot auf und wenn dann die Smartphones versuchen, sozusagen zu überprüfen, ob die Internetverbindung funktioniert, da kommt ja dann immer dieser Wi-Fi-Login-Screen und das ist in dem Fall eben auch hier diese Index-PHP und die ermöglicht es eben hier eine Suche zu machen. Wie das dann ausschaut, zeige ich gleich nochmal. Und der sucht dann eben das ist hier, wenn es eine Suchanfrage gibt, dann sucht er in allen MP3s, also besser gesagt in allen Dateien, die nicht CDG heißen, sodass ich sozusagen in dem Fall nur nach MP3s suche und nach allen Videos, nach einer Datei, die diesen Suchterm enthält, iteriert da durch, zeigt bis zu 100 Ergebnisse an. Wenn es mehr als 100 sind, zeigt er sie nicht an. Wenn es gar kein Ergebnis gibt, zeigt er es auch nicht an. Also zeigt er an, dass es keine Ergebnisse gibt. Und er macht den Dateinamen auch gleich schon ein bisschen schöner. Also er nimmt die Dateiendung weg. Er nimmt bestimmte Sachen, die in den Dateinamen gerne drinstehen, weg. Und ja, und wenn er diese Liste anzeigt, dann kann man eben einen Song auswählen. Das sind hier solche Radio-Buttons, noch den Namen eingeben und das dann submitten. Und wenn man das tut, dann wird man hier eben in die Queue gespeist und das passiert, indem er eine neue Datei anlegt mit einem Dateinamen, der aktuellen Zeit auf die Millisekunde genau entspricht.
so dass man dann sozusagen die Dateien in diesem Karaoke-Temp-Verzeichnis alphabetisch sortieren kann und bekommt eben die Cue in der richtigen Reihenfolge. Und da schreibt er eben nur den Namen vom Song rein, also den Dateinamen und den Namen von dem oder den Singenden. Und ja, das war's schon. Das hier ist eigentlich unnötig. Man sieht, das muss ich natürlich hier auch noch etwas überarbeiten, dass hier ein String, der sozusagen vom Benutzer eingegeben wird, nicht ordentlich escaped wird, bevor er in ein Shell-Kommando reinkommt. Mache ich noch. Überhaupt ist die Software noch ein bisschen unfertig. Die ist also noch in Bearbeitung, aber ich wollte trotzdem schon mal dieses Video hier machen. So, und was dann natürlich auch, also dann haben wir sozusagen die Warteschlange, in die sich die Leute selber eintragen können, und abgearbeitet wird die Warteschlange eben hier von diesem Karaoke Runner. Das ist in Python geschrieben. Hier werden erstmal die beiden Buttons sozusagen deklariert und die Verbindung mit dem W-LED aufgemacht. Und hier haben wir die Status. Also im Endeffekt funktioniert das als Zustandsmaschine, diese Software. Im Zustand 0, das ist der, mit dem er auch startet, startet er die Hintergrundmusik. Das ist ein Discoverability-Feature, dass er zufällig ausgewählte Songs einfach im Hintergrund spielt und auch den Dateinamen anzeigt, sodass ja, Leute eben auch die Möglichkeit haben, in den Pausen Songs zu entdecken, die sie vielleicht kennen, auf die sie aber so jetzt nicht gekommen wären. Und dann überprüft er einfach alle Sekunde, ob etwas in der Queue gelandet ist. Das heißt, er bleibt in diesem Status 0, solange die Queue leer ist. Und wenn etwas da drin ist, geht er zu 1. Und dann in 1 zeigt er die Warteschlange für 10 Sekunden an und geht dann zu 2. In 2 zeigt er an, wer jetzt dran ist, wartet maximal 30 Sekunden darauf, dass mindestens ein Mikrofon sozusagen aus dem Halter rausgenommen wird. Und sobald das passiert, geht er zu 3. Und wenn kein Mikrofon aus dem Halter rausgenommen wird, löscht er den Song aus der Warteschlange und geht wieder zu 0 zurück. Und bei 3 stoppt er die Hintergrundmusik, spielt den Song ab, der jetzt dran ist, und geht danach zu 4. Nein, er geht währenddessen zu 4, weil 4 überprüft nämlich permanent jede halbe Sekunde, ob die Mikrofone aufgelegt werden. Dann wird der Song aus der Queue gelöscht und es geht zu 0 zurück. Jede halbe Sekunde überprüft das deswegen, weil wir auch während gesungen wird, jederzeit, wenn ein neues Mikrofon in die Hand genommen wird, das sozusagen in den Audiomix mit rein muss, oder noch wichtiger, wenn es abgelegt wird, dass es dann aus dem Audiomix wieder rauskommt, so dass es eben auch hier wieder keine Rückkopplungen gibt. Und ja, wenn der Song vorbei ist, geht es zu 5, und bei 5 wartet er zur Not auch für immer, bis beide Mikrofone wieder zurück im Halter sind. Das ist einfach nur, damit das alles ein bisschen übersichtlich bleibt und ja, damit die nächste Person die dann auch wieder aus dem Halter rausnehmen kann, um zu bestätigen, dass sie jetzt singen will. Und dann geht es eben zu 0 zurück. Die ganze Hintergrundmusik ist hier noch nicht implementiert. Das kommt noch. Schaut euch den Code auf GitHub an, den verlinke ich, da wird das dann schon drin sein, wenn ich das release. Und ja, hier haben wir noch eine kleine Funktion, die auch wieder den Dateinamen ein bisschen aufräumt, allerdings noch ein bisschen gründlicher, als das in dem PHP-Skript ist. Einfach weil wir brauchen das dann, um die Queue anzuzeigen, und da brauchen wir dann wirklich keine YouTube-IDs mehr drin. Und das ist hier die Funktion, die die Mikrofone überprüft, die während gesungen wird, jede halbe Sekunde aufgerufen wird, und er schaltet eben die LED-Scheinwerfer, je nachdem, ob das rechte oder linke Mikrofon gerade aktiv sind, an oder aus, und startet hier dann eben FFmpeg
um das Audio von den Mikrofonen auf die Lautsprecher mitzubringen und mit dem Audio von der Musik zu mischen. Und zwar, wenn beide aktiv sind, dann macht er die Mikrofone einfach noch ein bisschen leiser. Ansonsten bleibt aber der rechte Kanal auf dem rechten Lautsprecher und der linke auf dem linken Lautsprecher. Wenn nur das rechte oder nur das linke Mikrofon aktiv sind, dann wird das Signal zu einem Monosignal gemacht, sodass dann der Gesang aus sozusagen dem mittleren Kanal kommt, das heißt aus beiden Stereokanälen. Und ja, wenn beide Mikrofone aufgelegt sind, dann wird FFmpeg einfach wieder abgeschossen, weil dann wollen wir nämlich nicht, dass irgendwas von den Mikrofonen in den Lautsprecher gemischt wird. So, dann ist das Ganze mit TK-Inter gemacht, die Benutzeroberfläche. Also Benutzeroberfläche ist es ja nicht, man klickt ja nirgendwo, sondern es gibt ja einfach nur Anzeigen. Und ja, hier ist dann tatsächlich diese Zustandsmaschine implementiert. Alles, was ich vorhin erzählt habe, die Videos oder auch die MP3 plus Gs werden mit VLC dargestellt. Fullscreen Deinterlace gleich 0 ist deswegen wichtig, weil das Deinterlacing macht diese CDG-Dateien ganz furchtbar. Deswegen schalten wir das aus. Und das Ganze mit X11, weil aus irgendwelchen Gründen hat es mit Xvideo nicht funktioniert oder gar mit irgendwelchen beschleunigten Verfahren das ordentlich darzustellen. Deswegen hier einfach nur ganz bare bones X11 und zwar sowohl den Song als auch VLC // damit er dann am Ende des Songs sich auch beendet, weil darüber überprüfen wir auch, ob VLC noch läuft. Wenn er sich beendet hat, dann passiert eben das, was oben steht. Wir gehen auf Status 5 und so weiter. Ja, und das war es auch schon im Endeffekt. Wie gesagt, ist noch ein bisschen roh, aber wird noch besser. Die Hintergrundmusik wird noch eingebaut und die Sicherheitsprobleme, von denen ich gerade erzählt habe, kommen auch noch raus. Das ist aktuell der Code. So, jetzt aber zum geplanten Einsatzszenario in der echten Welt oder, wie ich ja schon gesagt hatte, in diesem Fall auf einem Festival. Fangen wir mit den Füßen an. Die Füße sind so, also die Balken habt ihr ja gesehen, wie die im Gehäuse befestigt sind. Und hier unten sind dann einfach noch so kleine Querstreben dran befestigt, die dazu führen, dass das Gerät nicht sofort umkippt, wenn man ein bisschen dran wackelt, aber eben auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie gegenspringen kann und es würde nicht umfallen. Das heißt, der Plan ist es, das dann vor Ort, also am Aufstellort, auf einer Europalette festzuschrauben, eben mit 4 Schrauben an den 4 Ecken von den Querbalken, sodass es da dann entsprechend sinnvoll steht. Dann sehen wir jetzt auch hier auf der Seite mit den LED-Scheinwerfern, also die Seite mit den Mikrofonen, dass die Standardeinstellung vom WLED ist, einfach seine Animation abzuspielen, solange keine Daten über die serielle Schnittstelle reinkommen. Das heißt, hier haben wir dann einen Effekt, ich glaube, der heißt Fireworks irgendwas, Fireworks 1D oder so. Der ist auf jeden Fall ganz hübsch und spielt immer dann, wenn der Pi gerade keine anderen Daten schickt. Und wir sehen auch jetzt hier, the queue is empty, you can pick a song by connecting to the Wi-Fi karaoke and opening the web page. Braucht man wahrscheinlich gar nicht, denn sobald man sich mit dem Wi-Fi Karaoke verbindet, kommt ja diese Wi-Fi Login-Meldung und die führt einen automatisch dann auf diese Seite. Allerdings ist es ja jetzt nicht so, als hätten alle Leute immer ein Handy dabei. Ich weiß, komische Vorstellung, aber es soll es geben. Vor allem auf einem Sauna-Festival, wo es ja vielleicht auch gerade darum geht, dass man nicht die ganze Zeit mit einem Digital-Device irgendwie rumläuft. Deswegen habe ich hier noch ein Peripheriegerät.
nämlich dieser Ständer hier, an dem ich mit 3D gedruckten Haltern, hier gesichert mit einem Vorhangschloss, ein blödes altes Samsung-Tablet befestigt habe. Und damit können wir jetzt einfach mal nach irgendwas suchen. Es ist schon der Vorschlag Weird, warum dann auch nicht. Und auf Search. Das hier ist übrigens der Fully Browser. Das ist so ein spezieller Browser für Android, der dafür sorgt, dass wir sozusagen nicht aus dem Browser rauskommen. Das heißt, wenn wir das Gerät jetzt hier zum Beispiel ausschalten, dann geht es automatisch sofort wieder an. Wir können hier auch nicht irgendwie, also wir können scrollen, aber wir können hier jetzt auch nicht irgendwie rausswipen oder so. Dafür brauchen wir dann eine PIN. Das heißt, safe ist hier die ganze Zeit wirklich nur diese Webseite offen. Und wir sehen jetzt hier unser Suchergebnis. Und ich kann jetzt hier einen Song auswählen. Dann muss ich noch meinen Namen eingeben. So, und Cue Me. Und dann, achso, hier unten ist auch noch so eine kleine Spendenkasse befestigt, denn das war ja auch alles teuer, das heißt, muss ja auch ein bisschen was wieder reinkommen. Ich hoffe, das klappt. So, jetzt die Säule, also das Tablet mit seinem Halter, das wird dann auch noch am Boden festgeschraubt, so dass es nicht im Weg ist, aber trotzdem gut zugänglich. Und jetzt werde ich hier aufgefordert, das Mikrofon aufzuheben. Wir sehen eben, die LEDs sind jetzt gerade dunkel. Aber wenn ich jetzt ein Mikrofon nehme, dann wird die entsprechende LED angeschaltet und man hört auch schon, dass ich hier jetzt verstärkt werde. Yeah. I used pink bathrobe, a rare mint snow globe, a Smurf TV Tray. Und wenn ich jetzt das zweite Mikrofon dazu nehme, leuchtet das. Und jetzt funktionieren beide. Und jetzt kann ich auch das blaue wieder einhängen. Das heißt, man kann auch zwischen zwei Sängern hin und her wechseln, so wie man will. Das Audio passt sich die ganze Zeit dynamisch an, bis man beide einhängt. Dann sagt er auch, cancelled by replacing the mix, will now move to the rest of the queue, aber die Queue ist jetzt wieder leer. Das heißt, das ganze System sollte jetzt völlig ohne Beaufsichtigung, ohne dass irgendjemand was tun muss, funktionieren. Die Leute suchen sich Songs aus, entweder über ihr eigenes mitgebrachtes Smartphone-Device oder eben über das Tablet. Und das sollte dann den ganzen Tag lang laufen. Wie gesagt, die Hintergrundmusik kommt noch hinzu, dann würde jetzt hier noch stehen, das ist gerade als Hintergrundmusik, weiß ich nicht, irgendwas von 50 Cent oder keine Ahnung, entscheidet der Zufallszahlengenerator läuft. Und wenn dann jemand denkt, boah cool, den Song kenne ich, den würde ich jetzt mal singen, kann man sich dann den auch entsprechend gleich reinholen über die Web-Oberfläche. Und das ist mein Karaoke-Device. Ich habe, seit ich angefangen habe, dieses Video aufzunehmen, mir auch einen schönen Namen dafür ausgedacht. Das ist nämlich das Kaki, das Karaoke-Kiosk. Und da habe ich auch schon eine Idee für ein Logo dafür. Und das seht ihr dann entweder in dem GitHub-Repositorium, was ich verlinken werde, wo ihr den Code findet und auch die ganze spezielle Hardware, hier die Mikrofonhalter zum Beispiel oder eben diese ganzen Befestigungsmaterialien oder hier unsere wunderschönen LED-Cover oder den Halter für die Webcam oder hier unsere Durchlüftungsschlitze und ich glaube hier die Halter für die Beine. Das wird da alles drin sein, sodass ihr das direkt ausdrucken könnt und einen Bauplan, aber wie gesagt, die Größe müsst ihr dann anpassen auf das, was ihr als Lautsprecher und als Monitore nehmt. Aber das sollte ja kein Problem sein. Und ansonsten seht ihr das Logo vielleicht auch in dem Video-Preview, was ihr schon gesehen habt und wegen dem ihr vielleicht hier drauf geklickt habt. Es geht hier auf jeden Fall noch weiter. Vielleicht damit. Ich hatte gedacht, eigentlich müsste man auch mal so ein Video machen, wie das mit dem Karaoke früher war. So mit dem Sega Saturn. Vielleicht mache ich das
als nächstes. Aber ansonsten gibt es hier auch weiterhin immer wieder lustige Bastelsachen oder Spiele in all ihren Formen und Farben. Also gerne abonnieren. Ihr könnt das Video auch liken. Aber das kennt ihr ja alles schon. Bis dann. Ciao.